Hallo an alle Ritter und Burgfräulein. Hier ist der Carsten mit einem Video aus der Rubrik Steinalt. Ich habe euch heute das Set 6012 mitgebracht aus dem Jahr 1986. Es handelt sich dabei um das Siege Card, so heißt es im Original, ist von den Löwenrittern, kommt mit den beiden Minifiguren hier und ist so eine Art kleiner Belagerungswagen. Das Ding ist eine grundsolide Konstruktion, wird von einem Ritter hier durch die Gegend geschoben und hat 3 Wurfspeere, die es verschießen kann. Vorne dran ein Schildchen von den Löwenrittern. Aber darum soll es mir heute gar nicht primär gehen. Das Ding ist an sich schon recht stark, passt so in jede Mittelalterwelt, kann man einfach dekorativ da reinstellen oder auch zum Spielen. Aber wie gesagt, ich möchte heute mal wieder mir die B-Modelle zu Gemüte führen und die B-Modelle etwas genauer betrachten. Und deswegen ist das Erste, was ich mal mache, das Ding hier in die Einzelteile zerlegen. Da habe ich es auch schon komplett zerlegt, mit Ausnahme der Achse. Die lasse ich mal gleich so, die brauche ich nämlich wieder. Das erste B-Modell wird nämlich so eine Art Senste, wo der eine Ritter den anderen Ritter durch die Gegend zieht. Und da baue ich zunächst erstmal 3 so eine kleinen Module. Das ist auch schon das erste Modul, so die Basis. Dann kommen jetzt die beiden Seitenteile, die im Wesentlichen aus einer Konstruktion hier aus den Slopes bestehen, die ich so zusammensetze. Und verbunden werden die Seitenteile dann mit dieser 1x6er Plate. Und hier oben auch nochmal jeweils ein Slope drauf. So. Und dann kommen noch die beiden Plates hier. Die haben noch eine Sonderaufgabe, komme ich gleich zu. Ganz hervorragend. Und als nächstes nehme ich mir jetzt diese Jumper Plate mit den beiden Halterungen für die Speere, die ich da gleich noch ranbaue. Vorher aber vorne dran das Headlight Brick, wieder mit dem Schildchen. So. Jetzt, wie gesagt, ein Speer links ran und gerade machen, ein Speer rechts ran. Und jetzt habe ich die 3 kleinen Grundmodule auch schon fertig. Jetzt hoffe ich, dass sie mir nicht wieder auseinanderspringen beim Zusammensetzen. Ist mir nämlich auch schon mal passiert. Aber ich denke, das kriege ich hin. Jawohl, da sitzt schon mal. Jetzt noch das letzte Modul vorne dran gesteckt. So, da ist das Ganze auch schon im Wesentlichen fertig. Jetzt können wir hier den einen Ritter reinsetzen. Jetzt kommt die Spezialfunktion. Hier kann ich diese beiden Plates zuschieben. Dann plumpst der auch nicht raus. So, der andere Ritter, der zieht das Ganze durch die Gegend. Und dann ist es auch schon fertig, die kleine Senfte. Ja, wenn ihr noch ein Burgfräulein habt, könnt ihr das wahrscheinlich auch da reinsetzen. Macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn, als dass ein Ritter den anderen durch die Gegend zieht. Aber wie gesagt, niedliches kleines B-Modell. Ich finde es ganz cool. Und das bringt uns direkt auch schon zum nächsten B-Modell. Das heißt aber wieder auseinanderbauen. So, ich habe es wieder auseinandergenommen, mit Ausnahme der Achse. Die brauchen wir wieder. Deswegen konnte die auch gleich wieder so bleiben, wie sie war. Ich bin mir bei diesem B-Modell nicht so ganz sicher, was es sein soll. Wenn ihr eine Idee habt, was es sein könnte, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Es sieht auch wieder so aus wie eine Mischung aus irgendeinem Kampfwagen, aus irgendeinem Belagerungswagen und irgendwie einem landwirtschaftlichen Gerät. Wie gesagt, ich habe keine blasse Vorstellung. Vorne dran sind jedenfalls 2 Speere. Und zwar diesmal ein bisschen anders konstruiert. Da sind einfach diese beiden Slopes. Da drauf eine Plate. Und dann wieder die beiden Klemmen. Mit 2 Speeren vorne dran. Huch. So. Und diese Konstruktion wird jetzt hier schlicht und einfach auf die Achse gesetzt. Und der kleine Ritter hier muss das Ganze wieder schieben. Diesmal bleiben ein paar mehr Teile über. So, ziemlich genau so sieht es auf dem Bild aus. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, was es sein könnte, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier ein Kampfwagen sein soll, weil die Speere dran sind, oder ob das Ganze hier Strohballen sein soll und der Ritter gerade vom Feld kommt, weil er erntet hat. Bitte sagt es mir. Gut. Ein Modell haben wir noch. Es geht weiter. Ich zerlege es wieder und dann sehen wir mal. So, und da komme ich auch schon zum letzten B-Modell. Da brauche ich diesmal die Achse bzw. die Räder nicht, weil es nämlich wirklich was Landwirtschaftliches wird, nämlich ein Pflug, wo die Speere quasi die Funktion haben, dann den Acker zu durchpflügen. Ist eine relativ simple Konstruktion. Die Speere werden hier an so einer kleinen Konstruktion befestigt. Der mittlere Speer zentriert auf einer Jumper Plate.
Und dann setze ich hier einfach die Headlight Bricks quer drauf. So. Und auf den Headlight Bricks kommt jetzt jeweils hier diese Plate Modified, die dann den Speer hält. Jetzt muss ich dazu sagen, dieses B-Modell ist jetzt nicht wirklich stabil, weil das alles halt, man sieht es hier, nur jeweils auf einer Noppe sitzt. Und das fliegt halt auch gerne mal ab. So, und damit das Ganze jetzt noch ordentlich auf dem Ackerboden gleiten kann und wahrscheinlich nicht einsinkt, haben die Konstrukteure sich hier so eine kleine Geschichte ausgedacht, dass man noch so eine Unterstützung baut aus den Slopes und einer Plate, die man jetzt hier drunter setzt. Und auch da, das Ganze hängt nur auf dieser einen kleinen Noppe, auch nicht wirklich stabil. Und dann soll der, na komm schon, der Ritter das Ganze halt, oder in dem Fall der Bauer, das Ganze halt so ziehen. Jetzt kann man das Ganze noch so runterdrücken, damit die Speere auch wirklich auf dem Boden sind. Ja, und dann hat man das Ganze schon fertig. So, das ist die ganze Konstruktion. Auf der Verpackung werdet ihr noch ein viertes B-Modell finden. Das ist aber einfach nur ein Strohballen, den ein Ritter vor sich herträgt. Das habe ich jetzt mal unterschlagen, weil es nicht so wahnsinnig interessant ist. Das heißt, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbauen. Ansonsten lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch auch viel Spaß bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.